Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube und dem ganzen Universum, wenn es um Musik geht und die schönsten Frauen, die alle hier hinter der Kamera stehen und die sie leider nicht sehen können. Ja, es tut mir leid, Ladies, später vielleicht, okay? Danke, super. Also hier, Leute, ich sehe gerade, wir sind kurz, hier steht mein Counter, wir sind kurz vor den 70.000 Abonnenten. Wenn ihr jetzt nicht abonniert, dann weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, es muss ja eigentlich sein, damit ihr später behaupten könnt, ey, ich bin diesem unfassbar talentierten Menschen gefolgt, noch bevor er 100.000 Abonnenten auf YouTube hatte und jetzt hat er mittlerweile schon 10 Millionen. Ich wünschte, ich wäre davor dabei gewesen. Das wollt ihr ja später nicht sagen, oder? Also würde ich sagen, jetzt den Kanal abonnieren und wir kommen dann auch direkt jetzt zu einem neuen Song von Maluma und J Balvin. Alter, das ist ja die Killer-Kombo überhaupt, würde ich mal behaupten. Ich habe die Nummer noch nicht ganz gehört, als ich meine Spotify Weekly Top 20 Playlist, die unten verlinkt ist und die ich wirklich jede Woche extra für euch aktualisiere an einem Freitag. Naja gut, ist ein bisschen gelogen, ich aktualisiere sie auch für mich, weil ich die Liste dann auch eine ganze Woche lang immer höre, aber unter anderem auch für euch. Also ich bin wegen euch eigentlich auf die Idee gekommen, deswegen die ist unten verlinkt. Da habe ich die Nummer schon gehört. Nicht ganz, ich bin sie durchgeskippt, weil ich dachte, ja, gut, ist jetzt schon wieder so eine, es ist Herbst und kalt jetzt hier in Deutschland, dann ist es jetzt nochmal so eine Latino-Sommernummer. Ich weiß nicht, die Zeit ist doch ein bisschen rum. Gut, können wir es vielleicht lassen, habe ich weitergedrückt. Aber eigentlich halte ich viel von Maluma und J Balvin und ich dachte mir, gut, ich gucke mir das Video jetzt wenigstens nochmal an und das mache ich dann am besten direkt mit euch und vielleicht können wir dann auch ein paar Besonderheiten hier des Songs mal durchgehen und vielleicht habe ich die Nummer ja einfach nur schlecht eingewertet. This is for the culture, man, for la cultura, you know? 3 point, baby. Kriegen wir noch Untertitel? Mamacita. Ha. Maluma, baby. Kurzes Intro, ihr hört. Machen wir auf Englisch. Maluma, baby. Knutschern sich einfach selber, geil. J Balvin. Okay. Colombia. Bad and Brief von Bauer Colombia. Ella está solita y yo ando solo. Ellas es solita, das kann ich noch verstehen. Ja, mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet, das ist schon ein paar Jahre her, aber es ist definitiv nicht irgendwas mit Bad and Brief and Bauer Colombia, Our Desserts, She's Lonely. Ja. Das ist hier ein schönes Placement oder was für Bulgari-Uhren. Schöne Uhr. Ella dice que sabe quién soy, pero no la conozco. Hoy se puso bonita, pa' que yo la viera. Y me dice que si la recuerda, hacemos lo que quiera. Yeah. Acércate, acércate un poco más. Was machst du hier? De lejos no logramos nada. Si te pegas, puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más. Y así de lejos no logramos nada. Si te pega puedes ayudar a que yo te recuerde. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo. Okay. Also es ist schon, die Hook ist schon rum. Wir haben schon den ersten Verse gehört. Und que pena, ja, das soll wohl so etwas heißen wie what a shame, beziehungsweise was eine Schande. Ja, und dann kommt danach der Text. Coole Aufhänger eigentlich als Titel, weil das ja so leitet man ja eigentlich viele Sätze auch immer ein. Ist ja so ein Standard, wie sagt man denn? Einleitung, Floskel? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt schon wieder so ein Level, das ist internationales super Musikmaterial, was wir hier haben. Also von der Produktion, ja, also klar, die Artists, so wie die drauf gerappt haben oder gesungen haben, dann das Recording, wie die Stimmen klingen, wie das Mastering ist, wie es Mixing ist, ist Wahnsinn. Ich komme gleich noch ein paar Punkte.
Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla 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 pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Yeah. Me tiene ganas y de lejos se ve. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla 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 pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Ey, qué pena. Na, also hier fängt dann die Hook schon an. Man muss sagen, zwischen Verse und Hook ist gar nicht so eine krasse Differenz in der Produktion. Es gibt auch, also oder im Arrangement des ganzen Stücks, es gibt auch nicht so einen Drop oder so einen Pre-Hook, habe ich den Eindruck, jetzt so, wie ich es rausgehört habe. Man ist direkt dann in der Hook schon drin. Das ist natürlich auch so ein, ja, man muss sagen, Neuzeit, Zeitgeist-Ding irgendwie, man will halt keine Zeit verschwenden, ne? Und auch wegen den ganzen Streaming-Sachen und so weiter oder Streaming-Plattformen will man halt, dass die Songs so oft wie möglich gespielt werden. Und da versucht man sie eben so kurz wie möglich zu halten. Das sieht jetzt hier vielleicht aus mit 3 Minuten 53, als ob die Nummer länger wäre. Ist sie aber tatsächlich eigentlich nicht, weil wir ein relativ langes Intro hier hatten, fast eine Minute schon. Also die kann man hier dann schon gut wegrechnen. Also sind wir knapp bei den 3 Minuten wahrscheinlich. Wenn am Ende nicht sogar noch was kommt. Und dann sind die ganzen Videos dann auch noch bezahlt über fette Product Placements hier von Beats. Die trägt man nicht einfach so in einem Musikvideo. Nein, man bekommt Geld dafür, dass man sie trägt, weil das eine Produktplatzierung ist, auf Deutsch, also Werbung. Wenn ihr genau hier hinhört in der Hook, hört ihr Maluma und noch einen Maluma wahrscheinlich in der Kopfstimme. Das ist zweistimmig tatsächlich hier eingesungen. Und die zweite Stimme, die Kopfstimme, die ist eine Oktave höher gesetzt. Also auf dem Klavier kann man das immer ganz gut sehen. Einfach 12 Tasten hochzählen, 12 Halbtöne. Ist eine ganze Oktave. Ja, ich weiß, Oktave heißt 8, aber es sind 8 Töne, wenn man in der Skala ist. Aber wenn ihr die Skala nicht wisst, ja, oder die Tonart besser gesagt, ist es einfacher, einfach nur 12 hochzuzählen. Deswegen sage ich immer 12 und nicht 8. So, und ja, genau, seine Kopfstimme ist hier zu hören und das bringt eben dann nochmal so eine gewisse Weite natürlich auf die Stimme, dass er dann ein bisschen interessanter klingt, weil es ja auch eine Harmonie dann dadurch ist, oder eine Harmonie ist, die er zusätzlich da eben noch einsingt. Aber nicht durchgehend, ne? Ist immer nur selektiv bei bestimmten Sätzen tatsächlich. Boah, das klang wie so ein Klinge von einem Schwert. Dieses Geil. Also jetzt habe ich die Kopfhörer auch gesehen. Das ist ja fast so, wie als ob ich Werbung für meine Kopfhörer machen würde. Nur, dass ich nicht direkt bezahlt werde von dieser Firma. Aber ihr dürft trotzdem gerne unten mal in die Beschreibung gucken. Das sind Standard-Studio-Referenz-Kopfhörer, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann, weil die sich seit Jahrzehnten einfach durchgesetzt haben als die Referenz-Studio-Kopfhörer. Da gibt es auch andere Modelle, aber diese hier sind wirklich welche, die auch preis-leistungstechnisch meiner Meinung nach unschlagbar sind. Auf Amazon bekommt ihr die gerade für knappe 120 €. Wirklich super, super geil. Guckt unten mal da rein. Der Link ist drin und bestellt sie euch. Testet sie. Wenn sie euch nicht gefallen, schickt sie wieder zurück. Kleiner Tipp noch, wenn ihr am meisten, vor allen Dingen am Smartphone oder vielleicht am Laptop hören wollt, holt euch entweder die 32 Ohm Variante, die müssten dann besonders laut sein, selbst an einem Smartphone, das nicht so viel Leistung bringt aus dem Kopfhörerausgang, oder die 80 Ohm Variante, die ist auf jeden Fall gut reguliert und wird an jedem Gerät trotzdem, denke ich, noch laut genug sein. Wenn sie euch dann doch zu leise sind, bestellt sie, wie gesagt, über Amazon. Wenn sie euch zu leise sind, packt sie wieder ein, schickt sie gerade wieder zurück und bestellt dann die 32 Ohm Variante. Die 250 Ohm, die ich hier trage, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich einen Kopfhörerverstärker auch noch habt, beziehungsweise ein Audio-Interface. Und das werdet ihr wahrscheinlich nur haben, wenn ihr in dem semi-professionellen oder professionellen Bereich eben seid und Audioproduktion macht, ja, also wenn ihr jetzt ein Audio-Interface habt, egal welches, dann werden die auf jeden Fall mit den 250 Ohm sollten auch auf jeden Fall laut genug sein, wenn nicht, dann würde ich mir Gedanken machen über das Audio-Interface.
Da sind so super viele kleine Details drin, wo man einfach merkt, das ist wieder internationales Level. Da hört man ganz kurz mal so einen Adlib, aber ein einziges Mal links platziert. Ne, bei den ich weiß nicht, was er sagt. Das ist, man hört nur ganz kurz auf dem linken Ohr so einen Ansatz von dem Wort noch und dann ist es aber auch weg. Ja. Und dann hier auch dieses Marimbaphon, klingt super, super geil, ist auch dann nicht durchgehend zu hören, sondern wirklich immer erst ab einer bestimmten Stelle in der Produktion, auch schön platziert im Stereo-Panning. Wahnsinn, ein Traum. Und das Pad, was wir im Hintergrund haben, also dieses flächige Instrument, das läuft dann eher rechts, würde ich jetzt sagen, auf dem rechten Ohr. Das heißt, da ist dann auch das schön im Mixing verteilt worden und nicht alles irgendwie auf super breit oder super schmal. Nice. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Acércate, acércate un poco más y así de lejos no logramos nada. Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde. Yeah, 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 hey, qué pena, tú no. Was ist das denn? Also, was auch sowieso mega geil ist, ich habe den Song echt ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, es wäre wieder so ein Sommer-Latino-Super-Summer-Vibe-Ding. Ist es aber jetzt nicht per se, sondern ja, es hat trotzdem noch diesen Dembo-Rhythmus, den wir auch aus dem Reggaeton und so weiter kennen und vielleicht sogar können. Also eben dieses ne? Aber die haben das hier, finde ich, sehr kreativ umgesetzt, dass es gar nicht unbedingt direkt einem so in die Fresse fliegt und auffällt und diese typische Clubnummer ist, wo alle dann mit dem Arsch wackeln, ja, egal ob Männlein oder Weiblein, sondern es kommt so ein bisschen subtiler daher. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen an der Drum-Sample-Selektion, also die Drums, die hier ausgewählt wurden und naja, das, was dazwischen dann auch immer spielt, entzerrt so ein bisschen diesen total klassischen Pattern, ja, also diesen Dembo-Rhythmus-Pattern. Finde ich cool, sehr geil. Jetzt auch dieses Instrument, es klingt eigentlich synthetisch, soll aber wie ein Saiteninstrument klingen. Könnte vielleicht eine Nylon-Gitarre oder vielleicht sogar Steel-Strings gewesen sein. Es klingt sehr speziell auf jeden Fall. Klingt super geil im Wechsel rein. Und auch geil hier dieses Boom, 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 boom. Das ist so ein ganz spezieller Sound, der 100% gut sounddesignt wurde, mit relativ viel Zeit, die da wahrscheinlich reingeflossen ist. Aber das macht einfach wieder den Unterschied aus, dass es jetzt kein Sound ist, der einfach so fertig aus dem Preset ist. Selbst wenn man nur ein Rädchen ein bisschen bewegt hat, das macht den Unterschied. Der setzt so krassen Akzent dann hier noch drauf, dass man den nicht vergessen wird. So ähnliche Sounds haben wir jetzt bei so Nummern auch schon gehört, aber der klingt schon nicht, finde ich schon wieder besonders. Pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Let's go. J Balvin, man. Maluma, baby. Los niños de Medellín. De Medellín, Colombia, parceras. Sky rompiendo. Dímelo, Finalmente. Había que hacerlo. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí los tienen. Geil. Sogar Schallplattenrauschen drauf. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur am Ende hier reingekommen ist. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí los tienen. Ja, also sowas wird nachträglich immer ganz gerne eingebaut, um einfach noch, ja, wirklich so einen gewissen Sound, so ein gewisses Ambiente auch nochmal in die Nummer reinzubringen. Das bringt wirklich viel.
Ja, im Charakter, auch wenn es nur so ganz subtil und leise im Song läuft, aber mir wäre es vorher jetzt nicht aufgefallen. Daran sieht man das schon mal. Ich versuche jetzt rauszuhören, ob es vorher schon drin war oder nicht. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos nada. Si te pegas puedes ayudar. Also jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass es vielleicht da gewesen sein könnte, aber ich würde da nicht meine Hand für ins Feuer legen, weil halt so vieles anderes auch permanent spielt. Es ist jetzt nicht so, dass es aussetzt. Irgendwo war ja eine stillere Part hier. Naja, doch. Hier hört man es tatsächlich immer so ein bisschen raus, aber es ist super schwer, es rauszuhören. Und dafür braucht ihr definitiv gute Kopfhörer, die vor allen Dingen in den Höhen der Frequenzen gut auflösen, weil da ja eben auch dieses Rauschen eben stattfindet. Wenn jetzt zum Beispiel die 8 € Lidl-Kopfhörer, die ich letztens getestet habe, vielleicht könnt ihr das Video auch mal gerade hier suchen, die Silvercrest, Modellnummer weiß ich leider nicht, da hört ihr das definitiv nicht, dieses Rauschen. Und werdet auch den Effekt, den die Produzenten dadurch haben wollten, oder die Engineers, definitiv nicht haben. Definitiv. Kann ich euch garantieren. Aber mit diesen Kopfhörern auf jeden Fall. Die sind unten verlinkt. Wenn die euch aber zu fett sind mit dem Kabel, Leute, ich habe da noch einen Geheimtipp hier in meiner Hosentasche schnell mal ausgepackt. Die Samsung Galaxy Buds. Ja, finde ich persönlich sogar besser als die Beats, die Powerbeats, die er hier im Video hat. Liegt einfach daran, dass die doch nochmal kompakter sind mit diesem super kleinen Case. Etui. Und die Kopfhörer selber sind auch viel kleiner, ja, und die sitzen super geil im Ohr. Bei mir sieht man die kaum tatsächlich. Ich habe extra die schwarzen geholt, damit man sie noch weniger sieht als die weißen. Aber da gibt es auch so neongelbe, falls man es andersrum haben möchte. Haben auch so eine Touch-Oberfläche hier drauf, womit man die dann eben auch steuern und bedienen kann, beziehungsweise das Handy, die Musik, die Lautstärke und so weiter. Und wie ihr sehen könnt, ist hier auch ein LED-Status. Ihr könnt sehen, die Kopfhörer sind voll aufgeladen. Und hier vorne seht ihr auch einen LED-Status. Es ist jetzt gelb. Das bedeutet, wir haben hier einen Ladezustand zwischen 30 und 60%. Und das Geile ist, dass ich dieses Ding hier nicht nur mit USB-C hinten aufladen kann, sondern auch wireless. Das heißt, ich kann das auf meiner Wireless-Ladestation einfach drauflegen und das Ding, keine Ahnung, ich vergesse das und dann ist es eh schon wieder aufgeladen. Und noch geiler, ich kann es auf meinem Handy aufladen, weil ich dieses Reverse Wireless Charging habe mit dem Galaxy Note 10 Plus, das ist unfassbar krass. Ja, wenn ich auf Reisen bin, muss ich nur mein Handy anstecken, Kabel rein, aktiviere gerade diese Reverse Wireless Charging Funktion, leg das oben drauf und fertig. Das Ding wird aufgeladen. Ich muss an nichts weiteres denken. Das gleiche gilt übrigens auch für meine Uhr, auch Samsung. Ich bin nicht sponsert bei Samsung, aber gerade irgendwie kommen die ganzen Samsung Gadgets zu mir, beziehungsweise hole ich sie mir, weil ich bin überzeugt, dass die Technologie da echt sehr gut geworden ist. So, ja, abschließendes Fazit vielleicht noch zum Song. Doch eine coole Nummer. Ich habe es beim Durchhören der Songs echt ein bisschen negativer aufgefasst, als es tatsächlich ist. Und es ist echt eine Killer-Kombo. Ja? Die zwei super Artists, die hier wirklich auch international, Maluma und J Balvin, Alter, ist ja richtig krass eigentlich. So, also Daumen nach oben habe ich jetzt gerade noch gegeben. Hier steht natürlich nicht, wer es geenginiert hat. Das ist ja Standard. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Guckt euch die mal an. Die habe ich unten auch verlinkt. Die auch. Und mein Counter und irgendwas noch. Ah ja, die Spotify-Playlist und